Hier sieht man Uli Sambet, den Erfinder des E-Ball, auf der Neuheitenschau der Spielwarenmesse 2017 in voller Aktion. Am Ende dieses YouTube-Videos bin dann ich selbst auch nochmal zum Sehen bei einem Selbstversuch mit diesem E-Ball und der hat mächtig Spaß gemacht. Zunächst aber noch ein paar grundsätzliche Dinge zum E-Ball. Im Gegensatz zu einem Segway fährt man nicht auf zwei Rädern, sondern man balanciert quasi auf einer Kugel. Und zwar steht man auf einer runden Scheibe, so wie ein UFO, 50 cm Durchmesser etwa, und kann dann durch Gewichtsverlagerung nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten bis zu 12 Stundenkilometer durch die Gegend sausen. Präsentiert wurde das Ganze in Nürnberg eben von Uli Sambet, der das inzwischen auch schon gut beherrscht. Und man sieht, dass er sich wirklich sehr, sehr sicher durch die Gegend bewegen kann. Während der Prototyp der letzten Spielwarenmesse noch fast 40 Kilogramm gewogen hat, ist der neue deutlich leichter geworden. Er wiegt nur noch knapp 20 Kilogramm. Für den Antrieb des Gefährts sorgen wie beim ersten Prototypen 3 Motoren, jeweils mit 450 Watt Leistung. In Verbindung mit einem Kreiselsystem wird das Ganze stabilisiert und der Akku mit 10 Ampere-Stunden Kapazität soll für 3 Stunden Fahrzeit reichen. Beim vorgeführten Prototypen ist natürlich noch die ganze Technik offen sichtbar. Wie er später aussehen könnte, wurde in Nürnberg mit einem ersten Mockup-Sample gezeigt, das hier auf dem Tisch steht. Und dann gab es noch einige Designzeichnungen, Designgrafiken, die man hier auf einer Tablet-Präsentation sehen kann. Abschließend kommen noch ein paar Aufnahmen mit meinem Selbstversuch. Ich habe am 31. Januar im Rahmen der Neuheitenschau, eben auch auf der Spielwarenmesse, mal eine Viertelstunde, 20 Minuten auf dem Ding balancieren dürfen. Zunächst war es natürlich noch ein bisschen schwierig, kläglich. Und diese Aufnahmen sind dann etwa die letzten 5 Minuten entstanden. Ich bin aber wirklich ununterbrochen 20 Minuten auf dem Ding gestanden und war am Anfang natürlich sehr unsicher und sehr wackelig. Aber am Schluss war das wirklich spannend und ganz lustig, da zu fahren und zu balancieren. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein faszinierendes Gefährt wird, wenn man damit so richtig umgehen kann und wenn man sich mit dem Balancieren und mit dem Fahren mal so richtig vertraut gemacht hat. Bin gespannt, wie das dann richtig weitergeht mit dem E-Ball. Er soll ja dann im Laufe des Jahres irgendwann mal in Produktion gehen und soll irgendwo knapp 1000 Euro kosten. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da einige Fans sehr begeistert sein werden und dass dieses Gefährt durchaus ein Renner werden könnte. Auf alle Fälle halte ich Uli Sambet die Daumen, dass er mit seiner Erfindung vorankommt und dass sie sich wirklich am Markt durchsetzt und sich auch tatsächlich verkaufen lässt. Ich wünsche noch viel Spaß beim weiteren Betrachten der weiteren Bilder und am Schluss sieht man dann, dass das Absteigen zwar momentan noch ein bisschen schwierig ist, aber auch das hat funktioniert und ich habe den Fahrversuch wirklich überlebt und es hat wirklich Spaß gemacht. Jetzt filmen wir noch das Absteigen. Das Absteigen, das machen wir mal. Einfach eine Seite.
Glück.